Servus Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield 2042 Video und wie immer, vielen Dank, dass ihr mit am Start seid. Leute, ich bin noch absolut stoked. Gestern Abend EA Play, Battlefield 2042 bzw. DICE hat den neuen Modus präsentiert. Battlefield Portal nennt sich das Ganze oder Portal, wie auch immer man das aussprechen möchte, und ihr seht schon ein bisschen im Hintergrund, es ist absolut insane, was wir da alles machen dürfen und machen können. Und ich sage es jetzt mal, wie es ist. Ja, bei aller Kritik und so weiter, die wir alle immer so an den Tag bringen und Battlefield hin und Battlefield her. Aber jetzt seid mal ehrlich, mehr Customer Service, mehr Community-Liebe kannst du als Entwickler nicht in ein Game packen. Es ist nicht möglich. Natürlich, sofern das auch alles kommt, was sie uns da so versprechen, aber seht selbst, was wir da schon sehen. Also ich bin da absolut davon überzeugt, wie das Ganze konkret aufgebaut ist, was euch da erwartet und was ihr da alles machen könnt. Genau das besprechen wir im heutigen Video, also bleibt gerne mit dabei und wir starten sofort rein. Also ich versuche das jetzt für euch einfach mal grob runterzubrechen. Ja, flammt mich nicht für jedes letzte Detail, weil wenn ihr da das komplett detailliert wissen wollt, dann könnt ihr das auch gerne selber einmal nachlesen. Ich verlinke euch den entsprechenden EA bzw. Battlefield Artikel in der Videobeschreibung. Nichtsdestotrotz, worum geht es jetzt hier? Also es ist eine komplette Sandbox auf Basis eigener Server, die ihr erstellen könnt. Ja, so wie wir es aus Community Games bzw. aus vorangegangenen Servern bereits kennen. Mit dem Zusatz, dass ihr eben nicht nur auf Basis des aktuellen Spiels, also sprich Battlefield 2042 das Ganze machen könnt, nein, sondern es werden noch die Spiele integriert Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 und Battlefield 3 zusätzlich mit eben der Erweiterung Battlefield 2042, aber das beinhaltet jetzt nicht nur 6 remasterte Klassikerkarten, auf die ich gleich noch eingehen werde. Nein, das beinhaltet Fahrzeuge, das beinhaltet Waffen, das beinhaltet Soldatenskins. Ihr seht es im Trailer im Hintergrund ja schon ein bisschen. Es ist total verrückt, es ist total crazy, welche Möglichkeiten es dazu gibt und welche, ja, sogar, ich möchte sogar so weit gehen, dass man sich eigene, nie dagewesene Spielmodi da selbst erschaffen bzw. kreieren kann. Also es ist absolut insane. Und die beste Information von allen, oder was heißt die beste, kann man jetzt auch nicht sagen, aber eine sehr, sehr wichtige Information in dieser Darstellung ist für mich ganz einfach, das ist kein Modus, der uns für irgendwann mal versprochen wird. Wir bekommen diesen Modus, diese Möglichkeiten zum Release. Bei Release haben wir schon Zugriff auf diese Feature, können ausprobieren, können unsere eigenen Modis machen, können, ich weiß gar nicht. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht oder was ihr da auf jeden Fall schon euch als erstes in den Sinn kommt, was man jetzt auf der Basis machen könnte, beziehungsweise welche kranken Battlefield-Moments beziehungsweise Battlefield-Modi ihr erschaffen wollt. Ja, es ist alles möglich. Ihr könnt deutsche Soldaten antreten lassen gegen Bad Company 2. So, was ist los? Ihr könnt mit einem Tigerpanzer auf F-42 oder F-22 Jagd gehen. Whatever, das neue Flugzeug. Ja, alles gut. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin einfach zu hyped im Moment, als dass ich so sehr klare Gedanken fassen kann. Ja, ist ein bisschen Freestyle heute, aber das müsst ihr einfach mal aushalten an der Stelle. So, also es gibt ein mega detailliertes Einstellungssystem, wird dahinter stehen. Es gibt, wie gesagt, 6 remasterte Karten aus den vorangegangenen Teilen, jeweils 2 Stück. Also wir bekommen zweimal 2 Karten aus Battlefield 1942, wir bekommen zweimal Karten aus Battlefield Bad Company 2 und 2 Karten aus Bad Company 2, sage ich schon. Wir bekommen 2 Karten aus Battlefield 3. Die werde ich euch an der Stelle jetzt einfach mal einblenden, dass ihr die auch nochmal in der Übersicht habt. Also starten werden wir 1942 mit der Ardennen-Offensive mit El Alamein. Das sind, ja, vor allem El Alamein war damals oder ist vielleicht noch die größte oder mit einer der absolut größten Karten im Battlefield-Universum, also absolut krank. Dann aus Bad Company 2 wird Erika Harbour mit am Start sein und Valparaiso. Ich hoffe, ich habe es an der Stelle richtig ausgesprochen. Ist schon ein bisschen her das Ganze, und aus Battlefield 3, Kaspische Grenze
und Noshar-Kanäle. Also einiges, ja, einiges. Auch zu Release bereits im Game. Nicht irgendwann, zum Release im Game, Leute. Plus dann wahrscheinlich, oder sehr wahrscheinlich natürlich auch die Battlefield 2042 Karten, die sowieso schon drin sind. Das kann man ja im Trailer auch wunderbar ableiten. Und was ist sonst noch dazu zu sagen? Ja? Also natürlich insane Momente werden uns erwarten. Eine detaillierte Einstellungsmöglichkeit, also wie gesagt von Hardcore-Servern über total verrückte Dinge, dass man weiß ich nicht, hier Bots gegen Panzer antreten lassen kann oder Messerkampf kann man dann sich wie so eine Art eigenen Zombie-Modus erschaffen. Ja? Dann schickt man hier die Wehrmachtssoldaten oder irgendwelche anderen Soldaten, ist ja mal egal, 40 gegen 1 nur mit Messer und du hast halt ganz normale Waffen, die du aufpicken kannst oder keine Ahnung, hockst dich in ein Flugzeug rein oder in einen Attack-Helikopter oder wie auch immer. Also absolut insane lustige Sachen werden da mit Sicherheit entstehen und da können wir uns absolut drauf freuen, Leute. Zusätzlich vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, haben wir auch gestern im Livestream mit Zuxi schon zusammen diskutiert. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, ja, es gibt natürlich viele Leute, die jetzt Battlefield 5 und so weiter jetzt nicht gefühlt haben, ja, aber es gibt halt sehr, sehr viele, ich sage jetzt auch mal eher so diese jüngere Community, beziehungsweise die noch nicht so lange im Battlefield-Franchise mit am Start sind, die aber trotzdem den historischen Fakt, also sprich ein Battlefield 1, ein Battlefield 5 sehr, sehr gefühlt haben, also einfach, ja, das Setting geliebt haben und für die ist es natürlich auch eine spitzenmäßige Nachricht, weil ihr müsst nicht auf das nächste Weltkriegs-Battlefield 100 Jahre warten. Nee, auch wenn Battlefield 5 nicht überzeugt hat, in vielen, ja, jetzt gar nicht so vom Game, aber wir wissen, was da alles schiefgelaufen ist. Aber ihr könnt es gleich wieder spielen. In eurem eigenen Modus, so wie ihr das wollt. Ist das geil oder ist das geil? Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Und was wir jetzt hier im Hintergrund auch schon mal an zusätzlichem oder neuem Gameplay sehen, ja, das sind nicht nur Trailer, sondern scheint ja auch wirklich Originalrunden entnommen worden zu sein. Das sieht nicht nur lecker aus, ist immer noch nicht fertig gepolished, sondern Leute, was soll ich sagen? Battlefield 2042 wird richtig hot. Hot as fuck. Jetzt bin ich bin wirklich mal gespannt, was uns im Hazard Zone noch erwartet, im Hazard Zone Modus, weil ich sage jetzt mal, für Multiplayer wird es auf jeden Fall FPS neue Maßstäbe setzen, bin ich mir sicher. Regulärer Multiplayer. Sandbox-System, absolut insane geile Idee, ja, um einfach wieder die komplette Battlefield-Community abzuholen. Wenn das so umgesetzt wird, insane gut. Ja? Und jetzt werden sie aber wohl noch was in Richtung Competitive Mode machen und was aus meiner Sicht auch gar nicht so unwichtig ist, ist einfach trotzdem, auch wenn sie immer wieder betonen, es wird kein Battle Royale geben, aber es muss zumindest was Ähnliches geben, bin ich mir sicher, weil schaut euch die Twitch-Zahlen an, schaut euch das, was die Leute so overall möchten und da ist immer noch Battle Royale sehr, sehr im Trend. Jetzt wäre es natürlich wirklich geil, wenn sie da einfach so nochmal was Eigenes kreieren, ja, ihr eigenes Ding daraus machen, aber ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt an der Stelle. Aber ist nicht so wichtig, was ich denke. Was denkt ihr denn darüber? Sagt ihr, Battlefield braucht einen Battle Royale, beziehungsweise seid ihr mit dem, was ihr gesehen habt, glücklich? Packt mir das an der Stelle gerne in die Kommentare und an der Stelle war es das auch mit dem heutigen Video. Ich würde sagen, haltet die Ohren steif, haut rein und bis dann, euer E-Team.